Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann ist es leider so, dann muss ich es mir halt da kaufen. Aber Hauptsache ich verpasse jetzt nicht meinen Zug. Und ich bin total aufgeregt. Meine liebsten Leute, die haben mich jetzt noch hier zum Hauptbahnhof gebracht, wo es dann jetzt gleich losgeht, nach Hamburg. Und von Hamburg geht dann ja mein Flieger nach Sydney. Also erstmal nach Dubai und dann nach Sydney. Mein Zug ist da gerade unten angekommen, ist schon weggefahren. Also ist alles gut gegangen, keine Zugverspätung oder so und jetzt muss nur noch der Flieger mitspielen und ist alles on time und so wie geplant und dann geht's auf das City. Warte bis Check-in ist. Ein bisschen zeitig hier, weil ich mir dachte, ja okay, wenn der Zug ausfällt oder so, dass noch genug Zeit hat mit dem Auto oder so nach Hamburg zu fahren oder sich fahren zu lassen. Letztes Mal, als ich nach Kroatien mit meiner Familie gefahren bin, war es nämlich so, dass es ein richtiges Unwetter war und Bäume umgestürzt sind und dann alle Züge abgesagt wurden. Von daher, das wollte ich diesmal vermeiden, diesen Stress. Dementsprechend muss ich jetzt noch ein bisschen warten und vertreibe mir die Zeit mit einem Brezel und einem Bier. Sehr deutsch, oder? Ein Brezel und ein Bier. Also bisher gibt es noch keine Verspätungen, die angesagt sind. Und es sieht alles sehr gut aus.
meinen Rucksack packen, das war auch ein Film. Ich wusste gar nicht, was ich alles einpacken sollte. Ich habe mich auf richtig vielen Internetseiten informiert, so Backpacker-Seiten, was man denn einpacken sollte, was wichtig ist, was man mitbringen sollte, was man auf keinen Fall vergessen darf. Aber das Wichtigste, was ich mir eigentlich die ganze Zeit sagen musste, war, egal wie viel oder wenig du mitnimmst, man darf nie mit dem Gedanken packen, als Backpacker zumindest, auf jede Situation vorbereitet zu sein, zu wollen. Weil das ist einfach nicht möglich. Man hat nicht so viel Platz, um auf jede Situation vorbereitet zu sein. Ich habe zwar hier und da so ein bisschen was mitgenommen, Moskitokopfnetz und, weiß nicht, Taschenlampe, dann so ein Schlafsack-Inlet und halt so ein paar typische Sachen, die Backpacker normalerweise mitnehmen. Habe ich zumindest auf Backpacker-Vlogs oder Blogs gelesen und gesehen. Letztendlich habe ich einen Tag, bevor ich geflogen bin, erst gepackt. Aber ich hoffe, ich habe jetzt alles soweit mit, was ich brauche und muss mir nicht mehr allzu viel dort kaufen. Mal sehen. Prost! Jetzt in Dubai angekommen und hatte 3 Stunden Aufenthalt. Ja, die 3 Stunden sind eigentlich relativ schnell vergangen. Habe ein bisschen geshoppt im Duty Free und habe was gegessen. Habe ein bisschen die Beine hier vertreten nach so einem 6-Stunden-Flug, der mich leider ein bisschen mitgenommen hat. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet, weil, naja, ich bin also so lange Flüge eigentlich gewohnt. Also wenn ich dann reise ich eigentlich öfter mindestens 6 Stunden Flugzeit weit weg. Aber naja, ich habe irgendwie nur 1 Stunde geschlafen und ich hoffe, im nächsten Flug wird das besser. Der ist doppelt so lang, 12 Stunden. Aber kann nur besser werden. Ich habe versucht, ein Upgrade zu kriegen, habe in Hamburg auch danach gefragt, ob das möglich ist. Aber dort war das Flugzeug ausgebucht und der meinte, ich soll in Dubai nochmal fragen. Vielleicht gibt es da halt noch die Möglichkeit, mir ein Upgrade zu geben, dass ich dann in die Business Class komme oder so. Hat leider hier auch nicht geklappt, weil das Flugzeug leider auch ausgebucht ist. Hat die Stewardess mir sogar am Computer gezeigt. Ja, das ist jetzt keine Ausrede oder so, aber es geht halt echt nicht und bla bla bla. Ja, falls ihr irgendwelche Tipps habt, wie man zu einem Upgrade kommt, wäre ich euch sehr dankbar. Schreibt mir eine Nachricht, kommentiert drunter oder wie auch immer. Ich werde es auf dem Rückflug oder auf den anderen Flügen, die ich noch vor mir habe, ich habe ja noch ein paar, werde ich es dann probieren. Rückflug, ja 17-Stunden-Flug, das wäre natürlich echt nice, wenn das da funktionieren würde. Naja, wünscht mir Glück, beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, ist der Flug ja eh schon vorbei. Ja, dass mein 12-Stunden-Flug jetzt erträglich wird. Bis bald! Sehr langen Flug, der leider auch sehr anstrengend war, bin ich jetzt endlich in Sydney nach gefühlt, also ich weiß nicht, ich war bestimmt jetzt 30 Stunden oder über 30 Stunden nicht unterwegs war, wenn man die Zeit mitzählt, die ich von Hannover nach Hamburg gefahren bin. Auf jeden Fall war es sehr anstrengend und so viel Schlaf habe ich echt nicht bekommen. Und ja, ich habe das Gefühl, ich schwitze, ich stinke und ich will einfach nur noch eine Dusche. Und dann vielleicht nochmal eine Stunde Powernappen. Ist jetzt hier 8 Uhr morgens gerade und ich muss gleich mich mal auf den Weg machen, mein Hostel zu suchen und zu finden. Und dann werde ich auf jeden Fall erst duschen und dann mal gucken, was für Leute so in dem Hostel abhängen, mit wem ich dann was mache oder ob ich dann nochmal alleine losziehe in die Stadt.
Eine Handykarte habe ich mir jetzt auch schon besorgt, so eine SIM-Karte. Hier beim Vodafone-Stand hatten die gerade so ein Special-Offer, so für 30 Australian Dollar, 15 GB Internet, so prepaid-mäßig für einen Monat oder 35 Tage war das, glaube ich. Aber ich bin ja eh nur 2-3 Wochen hier in Australien, weiß ich gerade gar nicht. Oh, ist alles voll schwer. Ja, ich habe hier vorne einen Rucksack, hier hinten meinen großen Rucksack und dann noch mein Duty-Free-Alkohol. Ja, ich bin froh, wenn ich endlich im Hostel bin und mich ein bisschen ausruhen kann. Bis dahin. Ich muss ja sagen, ein bisschen strange ist das schon. Hier sind, weiß ich nicht, 27 Grad und wir spielen hier Jingle Bells. Daran muss ich mich noch gewöhnen, dass eigentlich bald Weihnachten ist, aber hier eigentlich Sommer.